Neu präsentieren wir hier für euch die Surfboards oder eins der Surfboards von Duotone in der Bauweise D-Lab. Da haben wir hier den Fish in 5.1. Das ist ein Board in 1,52 Meter mit einer Breite von 48 cm. Wir haben im letzten Jahr schon das 5.3er Pro im Test gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie äußert sich der Unterschied hier in der Bauweise und was ist eigentlich der Unterschied in der Bauweise? Bislang waren die Boards immer mit einem Kork im Standbereich versehen, was hier Druckfestigkeit und Beulen verhindern sollte. Das Ganze wurde jetzt hier ausgetauscht gegen ein Memory Foam, ein spezielles Schaummaterial. Genau wollte man sich da natürlich auch nicht drüber auslassen, weil es sehr exklusiv ist. Was es ist, es findet aber bei sehr bekannten Turnschuhherstellern schon im Bereich der Sohle Verwendung. Das Ganze hat zur Folge, dass wir hier trotz halt starker Belastung beim Springen dergleichen auch hier keine Dellen davon getragen haben und auch keine Crashpoints. Wir haben hier ein Epoxylaminat, was auch in den Jahren zuvor schon sehr gut auf Crashpoint-Resistenz reagiert hat. Also das heißt, wenn man irgendwo mal leicht andurzt, dass sich dann die Laminatschichten voneinander trennen und dann wird es so leicht undurchsichtig. Das nennt man Crashpoint. Das ist dann noch kein Loch, nur dass halt der Bereich halt nicht mehr durchsichtig ist, sondern wie gesagt, es liegt dann an der Luft zwischen den einzelnen Laminatschichten, dass man da nicht mehr durchgucken kann. Das haben wir hier nicht. Das Board wiegt inklusive des Thruster-Sets 3,1 Kilogramm und zwar mit dem Tailpad. So wird es auch ausgeliefert, inklusive Tailpad. Der vordere Bereich ist hier von uns gewachst. Man kann aber auch genauso gut ein Fulldeck dazu bestellen. Das kostet noch ein wenig extra. Die grundsätzlichen Dinge vom Fish sind soweit natürlich gleich geblieben. Das ist eine etwas breitere Nose. Die breiteste Stelle des Boards liegt etwas weiter vorne. Wir haben recht breites Swallowtail im hinteren Bereich. Im Unterwasserschiff haben wir ein durchgehendes, leichtes Konkav, was nach hinten hin immer stärker wird. Und in diesem Konkav haben wir einen durchgehenden Channel, der nochmal zusätzlich ein kleines V innen drin aufweist. Die Rails sind voll und rund geshaped mit einer Tucked Under the Edge, die hier kurz vor den Finnen scharf wird wieder. Mit einem Volumen von etwas über 22 Litern gleitet das 5.1er Fish D-Lab wirklich sehr gut an. Die Rockerlinie ist gleichmäßig ansteigend und moderat ausgeführt. Wir haben insgesamt ein wirklich schönes Beschleunigungsverhalten und das Board erreicht durchweg eine gute Endgeschwindigkeit. Die Finngröße des Thruster-Sets in Medium Size sind für ein Körpergewicht von 60 bis 90 Kilo durchweg ausreichend. Und wir haben durch den Channel im Unterwasserschiff eine auch nochmal verbesserte Führung, was ebenfalls zu guten Anwendeigenschaften hier verhilft. Betrachten wir die Drehfreude, so hat sich am Fish-Konzept vom letzten Jahr, als es noch das SLS-Modell gab, an sich von dem 5.3er, den wir schon getestet haben, zum 5.1er nichts verändert. Das darf man natürlich nicht falsch verstehen, hier geht es einfach um die gesamte Konzeption. Natürlich sind halt durch die veränderte Länge eine 1 cm schmalere Bordbreite und auch eine etwas geänderte Rockerlinie, einfach im Verhältnis aufgrund der kürzeren Länge, hier wieder andere Punkte, die für die Drehfreude des Boards verantwortlich sind. So ergibt sich auch gegenüber dem zuvor getesteten 5.3er ein etwas anderes Bild. Man hat hier insgesamt zwei verschiedene Gesichter. Mit etwas mehr Druck über den hinteren Fuß kann man hier auch sehr schön wie beim Vorgänger snappige Turns fahren, die auch eng ausfallen können. Allerdings ist kurioserweise hier beim kürzeren Bordmodell der Kraftaufwand im Top-Turn etwas höher. Auch beim gesamten Aussteuern über das Rail fällt auf, dass der Kraftaufwand hier etwas höher ausfällt. Insgesamt gibt das Duotone D-Lab 5.1 die Radien mehr vor als das vorher von uns getestete SLS in 5.3.
Auch die Lastverteilung hat sich hier insgesamt etwas zum Heck hin verschoben. Optimal lässt sich das 5-1er Fisch aussteuern mit einer Last von 70% auf dem hinteren Bein und 30% auf dem vorderen Bein. Man sieht es auch hier in der nächsten Aufnahme sehr schön, ist die Last etwas zu weit auf dem vorderen Bein beim Bottom Turn. So hakelt sich der Rail noch manchmal auch etwas fest. Dementsprechend ist insgesamt ein runder, weicher Stil mit einer durchgehenden höheren Last auf dem hinteren Bein optimal, um hier die maximale Performance zu erzielen. Und wenn man auch die Lastwechsel von Rail to Rail nur sehr sanft vollzieht, also was wir auch als weichen oder smoothen Style bezeichnen, so ergibt sich auch das Gefühl, dass man den Kraftaufwand hier wiederum reduzieren kann. Klar, von der Wellengröße eignet sich hier dieses Modell in 5.1 besonders gut für kleinere Wellen bis kopfhohe Wellen. Und auch fischtypisch ist der Style dicht am Face gefahren oder gesurft natürlich bevorzugt. Wie auch schon beim 5.3er reicht hier auch eine sehr kleine Welle aus, um das Board gut anzuschieben. Und klar, für schnelle Down-the-Line-Ritte in größeren Wellen gibt es natürlich in dem Portfolio von Duotone einige Boards, die den Job dann hier nochmal etwas besser machen. Nichtsdestotrotz ist die Laufruhe auch in schnelleren Turns vom 5.1er Fisch wirklich gut. Das Board, klar, möchte am liebsten mit einem gestellten Kite gesurft werden. Man kann aber auch halt ein wenig den mitgelenkten Stil hier durchführen, da das Board in der Längsachse sehr stabil ist und auch einfach zu fahren ist. Also bis auf die Belastung, die richtig ausfallen sollte, ist hier bei diesem Board an sich vom Fahrkönnen nichts vorgegeben oder man muss hier nichts Besonderes beachten. Also gerade auch für diejenigen, die sich langsam in den Welleneinsatz hineintasten möchten, ist das Board hier wirklich sehr gut geeignet. Das nicht zu hohe Gewicht des D-Lab 5.1 Fish, die kompakte Bauform und auch das breite Swallowtail empfehlen das Board halt durchweg auch für den Einsatz im Strapless Freestyle. Auch wenn wir hier VIP und Vogue von Duotone auch im Portfolio haben, sind hier mit diesem Board gute Leistungen möglich. Man hat sehr viel Kontrolle und Stabilität und zudem eine schöne, saubere Landung, weil der Channel hier mit dem Unterwasserschiff gut beim Landen wieder sauber führt. Da steckt in diesem Bereich durchaus auch eine Menge Spaß drin. Klar, aber in erster Linie ist das hier doch schon ein Classic Surfboard. Wie schon anfangs erwähnt, haben wir hier aufgrund der Fahrleistung, der Stabilität und auch der Einfachheit der Bedienung einen Körpergewichtsbereich von 60 bis 90 Kilo, die beim 5.1er hier optimal sind. Die Angaben, die auf der Duotone Webseite gemacht werden in puncto Fisch, sind wahrscheinlich ein bisschen durcheinander geraten, weil da wird auch das längere Board bis nur maximal 75 Kilo angegeben. Da wir für den 5.3er Fisch auch ähnliche Werte vom Körpergewicht angegeben haben, ist bei uns klar die Entscheidung gefallen, welche Länge ist denn nun für was besser geeignet. Klar, leichte Personen wie hier Inga mit 60 Kilo, die haben einen weichen Fahrstil. Da passt das 5.1er wirklich dementsprechend gut, wenn auch das 5.3er sich ebenso leicht und mit gleichem Kraftaufwand bewegen lässt. Nehmen wir die schwereren Fahrer, die im Durchschnitt bei uns 80 bis 85 Kilo wiegen, ist das 5.3er besser geeignet. Einen wesentlichen Vorteil, den wir beim 5.1er Fish D-Lab sehen, ist ganz klar der Strapless Freestyle Sektor. Hier konnte diese kürzere Länge durchaus bei uns im Test überzeugen. Ein wunderschönes Konzept für unsere hiesigen Gefilde in beiden Längen, wobei uns aber die grenzenlose Variabilität des 5.3ers unabhängig von der Bauweise noch mehr faszinieren konnte.